Juli 2017, Ellesmere Island im Norden Kanadas. Schon seit 2 Wochen untersucht hier ein internationales Forschungsteam die Entstehungsgeschichte der Arktis, isoliert von der Außenwelt. Steinbach, schön, dass Sie da sind. Alles geklappt. Das war hervorragend, der Flug. Herr Watze, herzlich willkommen. Da haben Sie sich ein nettes Stück Geologie ausgesucht. Ja? Das kann man sagen. Wenn Engel reisen, sage ich nur. Und ja, haben wir das richtige Wetter mitgebracht. Ja. Der Expeditionsleiter Carsten Pipion hatte seine Vorgesetzten und eine kanadische Regierungsvertreterin ins Camp eingeladen. Guten Morgen. Ich freue mich. Mein Name ist Carsten Pipion, ich bin Strukturgeologe und bin bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover angestellt. Volker Steinbach, ich leite die Abteilung für Energierohstoffe und mineralische Rohstoffe an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Mein Name ist Ralf Watzel, ich bin Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. I'm Annie Sichbar and my regular job is a Senior Advisor for Petroleum Resources in the Mineral and Petroleum Division at the Government of Nunavut. Nunavut, ein Territorium Nordwestkanadas etwa 6-mal so groß wie Deutschland. Herr Watzel, bitte, willkommen im Jelvertencamp. Dankeschön. Ja, mein Name ist Christoph Kasch, ich bin der Logistiker für Polargebiete bei der BGR. Zu unserer Aufgabe gehört auch die Polarforschung in der Antarktis als auch hier in der Arktis. Und unsere Kollegen führen hier dieses Jahr eine Expedition durch, die Case 19, die im Rahmen eines großen Forschungsprogramms angelegt ist. Das ist das Arktisprogramm der BGR, Circumarctic Structural Events. Und meine Aufgabe ist es hier neben der wissenschaftlichen Forschung mit unserem Logistiker Christoph Kasch Expeditionen vorzubereiten und durchzuführen. Vorrangig geht es um die Erforschung des arktischen Ozeans, seine Entstehungsgeschichte. Das Verständnis dafür ist wichtig für eine ganze Reihe von Fragestellungen. Einerseits geht es natürlich um Lagerstätten, umgekehrt ist es aber auch relevant für die Wasserströmungen, die Ozeanströmungen, das heißt das Thema Paläoklima. Für den BGR-Präsidenten ist diese Reise eine gute Gelegenheit, sich mit der Arbeit der Arktisgeologen in der Praxis vertraut zu machen. Sind das normale Schichtgrenzen oder ist das eine Störung? Vor 6 Tagen begann die Kanada-Reise der BGR-Delegation mit einem Besuch in der deutschen Botschaft in der Hauptstadt Ottawa. Nach einem zukunftsträchtigen Erfahrungsaustausch beim kanadischen Geologischen Dienst startete die mehrtägige Anreise ins Forschungscamp. Und die Stimmung ist auch sehr, sehr gut. Ich erinnere auch an die ersten 5 Tage, die wir da in Resolute Bay gehockt haben, weil hier oben schlechtes Wetter gewesen ist. Und wir saßen alle ungeduldig wie auf Kohlen und wollten ja nun ins Gelände. Auch da ist die Stimmung nie gekippt, sondern es waren eigentlich sehr positiv denkende Menschen und die sich gesagt haben, irgendwann werden wir darauf kommen und dann werden wir auch arbeiten können. 2 Monate unter freiem Himmel. Das da hinten ist also sozusagen die VIP-Area. Da wohnen also die hohen Herren und Damen des Camps. Das ist die Köchin, das sind die Piloten und das ist unser Inno-Guide. Okay. Und die Wissenschaftler schlafen alle in den kleinen Zelten. So wie es sich gehört. So wie es sich gehört, hat man seinen Rückzugsraum. Das ist auch manchmal ganz schön. 20 Einzelzelte, umrahmt von Blütenmeer und Sicherheitszaun. Da aus dem See, da holen wir unser Trinkwasser. Ja. Und hier unten ist dann so Waschküche. Ja, ich habe heute Morgen hier, habe ich auch mich voll geduscht und gebadet. Das Wasser ist zwar sehr kalt, aber absolut rein. Um in der kanadischen Arktis forschen zu dürfen, muss eine Vielzahl von Vorschriften befolgt werden. Für den Umgang mit Müll gelten von Mikroplastik bis Bioabfall strenge Regeln. Nach Campauflösung dürfen keine Spuren hinterlassen werden. Sagen Sie, da gleich mal gucken. wegen Sicherheitsfragen, wenn wir einmal hier draußen sind, Ja, gibt es da einen Eingang, Ausgang irgendwo? der bleibt hier in diesem Bereich, wird der Draht ganz früh morgens, wenn wir aufstehen, weggenommen, Okay, dass man und da das einfach ist praktisch durchgehen der kann. Zuweg. Der wird und abends ganz als letzter, der Micha macht den zu. Wenn man nachts mal pinkeln muss, muss man eben halt aufpassen und da so drüber rübersteigen. Es löst aus, wenn man reinläuft. Aha, und dann wachen alle auf. Und da gibt es einen Knall und dann sollte man ganz schnell rufen, ich bin's.
Das ist denn auch nicht so schlimm, das kann immer mal passieren. Ruft, kommen die Guides mit ihren Gewehren raus. Ja. Das sind zwar nicht unbedingt immer Eisbären, also hier würde ich eher sagen, dass wir vielleicht mal Moschusochsen. Wir haben da die letzten Tage immer wieder hier auf dem Hang da oben, komischerweise so im unteren Drittel, da rannten so 8 bis 10 Moschusochsen rum. Okay. Insgesamt 2 Monate lang sammeln hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von 20 Institutionen aus 7 Ländern fachübergreifend Proben und Daten. Der noch in großen Teilen unbekannten Geschichte der Arktis und ihrer tektonischen Plattenverschiebungen auf den Grund zu gehen, ist von internationalem Interesse. In der Arktis geht es eigentlich um eine ganz, ganz große und auch eine ganz einfache Frage. Wie hat sich eigentlich der arktische Ozean gebildet? Wir reden ja von Plattentektonik, also Kontinentalverschiebung. Die Erde ist ein mobiler Planet, es ist kein starrer Planet, wo alles in Ewigkeiten so bleiben wird oder so war, wie es heute ist. Im Gegenteil, die Kontinentalplatten driften, bewegen sich zueinander. Und das Problem ist, dass dieser arktische Ozean, der doppelt so groß ist wie Australien, von fast überall von kontinentalen Krustenplatten umgeben ist, mit einer Ausnahme zwischen Spitzbergen und Grönland. Und das ist plattentektonisch bisher sehr schwer zu erklären. 2 Jahre lang wurde die Expedition vorbereitet. Das sind die ersten Ecken. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass wir hier unser Camp haben. Und das war aber nicht so gut, das mochten die Piloten nicht. Und die haben dann gesagt, dieses Tal ist besser, weil das bei beiden Seiten offen ist. Tagsüber pendeln 2 Helikopter zwischen dem Basislager und den wechselnden Arbeitsgebieten. Alle paar Wochen wird per Twin Otter Proviant eingeflogen. Auch für den Transport von Satellitencams eignen sich die robusten Schulterdecker hervorragend. Hier ist noch ein Twin Otter Strip, den werden wir auch nutzen, weil die Stenku-Fjord-Gruppe, die wird hier in diesem Gebiet ein kleines Außencamp noch aufbauen. Da werden wir sicherlich auch den ersten Stopp machen, weil das ist die Grenze zwischen irgendwie was fraglichem Eurasischem und Nordamerika. Ein voller Forschungsplan. Es ist verdammt kompliziert hier. Also, aber das ist auch das, was Spaß macht. Es ist die Stille einfach. Auch die Weltabgeschiedenheit. Man ist einfach, ist eine andere Situation, weit weg zu sein und sich selbst helfen zu müssen. Das nächste Krankenhaus ist 2700 Kilometer entfernt. Als verantwortlicher Logistiker und Rettungssanitäter mit Survival-Erfahrung hat Christoph Kasch schon viele Expeditionen mit der BGR in die Polargebiete durchgeführt. Ja, jedes Camp ist unterschiedlich. Man hat, sage ich mal, 3 Komponenten. Einmal die Camp-Logistik. Man muss sicherstellen, dass man die entsprechende Grundlagen schafft, die Anzahl der Zelte, Qualität der Zelte, weil alle Wissenschaftler in Zelten auch schlafen und sich in Zelten aufhalten. Selbst die Küche ist in einem Zelt untergebracht, das sieht man vielleicht hinter mir. Und das muss schon mit ein bisschen Sachverstand und Erfahrung aufgebaut sein, dass es Sinn macht, dass es windgeschützt steht, dass sich gewisse Dynamiken für die Bewegung auf dem Camp ergeben. Dann die zweite Komponente ist die Natur, die Landschaft, in der man sich befindet. Da ist besonders herausfordernd das Wetter und sich ständig verändernde klimatische Verhältnisse. Daran muss man die Arbeit anpassen, darauf muss man die Teilnehmer wirklich gut vorbereiten. Und die dritte Komponente sind die Teilnehmer selbst. Die bringen natürlich jedes Mal andere Zusammensetzungen, andere Konstellationen mit. Das heißt, jedes Mal, wenn eine neue Gruppe kommt, muss da ein Team gefunden werden. Es müssen Safety Briefings gehalten werden. Es muss sichergestellt werden, dass alle wissen, wie sie sich im Camp verhalten können oder eben auch nicht verhalten dürfen. As you notice, the way to your tents is already blocked, like it is every night. Between this post and that post, it's down, so you can walk and can forget about it. All the other sides are still up. So please don't rip the fence if possible. And then it's armed basically. And now the idea is if I walk from here because I forgot and I sleep, nothing happens, the fence breaks. But can I have a bear please? Who's a bear? If a bear comes and walks through, then we wake up. We wake up and know, okay, there is something to be looked at. Okay? Wow. If I were you, I would just stay in my tent. Hearing the blow, the bear will be frozen. Exactly. Yeah. The bear freezes and I can get up. Check it out.
ich muss dafür sorgen, dass das, was hier für die wissenschaftliche Arbeit im Gelände benötigt wird, auch zur rechten Zeit am rechten Ort ist und dann eben entsprechend auch aufgebaut wird und vorbereitet wird, sodass die Arbeiten dann möglichst ohne Zeitverlust auch beginnen können. Mit den Neuankömmlingen war heute auch der erste Lebensmittelnachschub mit an Bord. Die Pakete werden vom provisorischen Flugplatz in Richtung Küche geslinkt. Wer nicht im Gelände ist, packt mit an. Mit 3 frisch zubereiteten Mahlzeiten täglich ist Campköchin Kirsten Neuschäfer für die Truppenmoral von bis zu 30 Personen verantwortlich. Happy Meal, willst du zum Mehl dazu haben? Frisches Zeug ist schon mal gut. Jetzt kommen noch ein paar Leute dazu und dann kann es sein, dass jeden Tag Brot gebacken werden muss. Weil in dem Ofen, den wir haben, kann man nur 6 Brote backen. Das reicht gerade zum Frühstück und dass die Leute sich dann da noch so ein Brot schmieren können, um mit ins Gelände zu nehmen. Also ich mache das wirklich, weil es mir eine Freude ist, hier an so einem Ort zu sein. Aber es ist trotzdem viel Arbeit. Alle Proben sind gut verpackt. Der US-amerikanische Biologe John Spear gehört zu den ersten, deren Forschungsaufenthalt bereits morgen endet. I'm here looking at rocks and microbes. So we're trying to figure out, the geology of a couple of places and the biology that's associated with that geology. Yeah. But around camp, I'll do anything to keep camp going, Highlights? All of it. It's been wonderful. Ellesmere Island is a special place on Earth. And, the Germans and BGR have done a great job funding work here and bringing in, people like me coming in from the United States and people coming in from all over the place. To work here is really a great opportunity, In the field I saw a lot of things that I hadn't seen before, unique things. So I'm curious to see what we'll find in the lab, but it'll take us a year or so to figure that out. We're all storytellers, and the trick is to try to tell a great story and tell it well. And that's what we're trying to do. My name is Rebecca Bryant. I am a student of Geophysics and Geology at the University of Calgary. Life in camp is great. Everybody is so friendly. We get along so well and the variety of people is really wonderful. Rund um die Uhr lädt das Gemeinschaftszelt zum Aufwärmen ein. Gängig ist, das ist ein ganz normaler, extensiver Kontinentrand. Und das stimmt eben halt nicht hier. Ja, und ich frage mich, wo soll denn da die Extension herkommen? Also wenn man oben den Ridge sieht, das ist doch kein passiver Kontinentalrand. Ich glaube es auch nicht. Das ist ein riesig langer gescherter Kontinentrand. Und ich denke mal, wenn das alles stimmt, dann ist das der größte gescherte Kontinentrand der Welt. Ein Ergebnis steht bereits, dass wir vielleicht den Überrest eines alten Ozeans gefunden haben, der zwischen diesem Period Terrain, das, was wir untersuchen, das ist dieser Krustenblock, dieser 300 Kilometer lange Krustenblock, der vor 350 Millionen Jahren mit Nordamerika zusammengestoßen ist. Dazwischen muss einmal ein Ozean gewesen sein und es ist möglich, dass wir die Überreste, diese eingeschuppten Überreste, wenn so 2 Platten zusammenstoßen, dann gibt es Aufschiebungen und dann werden aus den Bereichen auch immer so Blöcke mit nach oben an die Erdoberfläche transportiert und da haben wir ein Gebiet gefunden, was eventuell ein alter Ozean gewesen sein könnte. Ein weiteres Puzzleteil der arktischen Entstehungsgeschichte und für die Polarwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Erfüllung eines Traums. Das Leben und Arbeiten in der frischen Luft bei durchschnittlich 6 Grad Celsius lässt einen gut schlafen und benötigt viel Energie.
My highlights are the helicopter rides in the morning to work. You don't get that every day at work. Should be in my bag. Und es ist windstill. Super. Wo packen wir denn die Säcke hin, dass sie nicht wegfliegen? Der Helikopter holt eine weitere Gruppe aus dem Basislager. Sollte er nicht zurückkommen, enthalten die Survival Bags alles, was man für eine Woche zum Überleben benötigt. Vom aufblasbaren Zelt bis zur Nervennahrung. So, und jetzt setzen wir uns mal vielleicht da oben hin und warten auf den Helikopter. Jeden Morgen fliegen mehrere Wissenschaftstrupps neue Orte an, um sie zu erkunden und Proben zu sammeln. Die im CASE-Projekt gesammelten Daten sollen zur Lösung von Fragestellungen zu Rohstoffpotenzialen, Geodynamik und Paläoklima beitragen. Wir haben ja eine Erwärmung der Atmosphäre, das Klima ändert sich, was es übrigens über geologische Abläufe immer getan hat. Aber der Mensch verändert halt den Planeten schon sehr erheblich. Und um diese Vorgänge erfassen zu können und erklären zu können, braucht man vor allen Dingen auch Forschung in der Arktis und in der Antarktis. Das Rohstoffpotenzial der Arktis ist enorm. 30% der noch nicht entdeckten Erdgasvorkommen werden hier vermutet. Für die Kanadier ist selbst die Grundlagenforschung ein sensibler Spagat zwischen wirtschaftlichem Aufschwung und Umweltschutz. One great thing about this expedition, or the Case 19 with BGR, and those international research, I know it's not specifically for looking for resources, but it will definitely help in the long run to have the mapping done and understand the tectonics. Welche Rohstoffe lagern wo? Ist man irgendwann auf sie angewiesen? Ganz wichtig ist, Rohstoffgewinnung, mögliche Rohstoffgewinnung in der Arktis würde in einem sehr sensiblen Ökosystem stattfinden. Und von daher müssen auf der einen Seite Rohstoffbelange, aber auch Umweltbelange sehr, sehr sorgfältig abgewogen werden. Und die beste Grundlage dafür ist eine solide wissenschaftliche Kenntnis. Fasziniert. Oh, yeah. So first of all, we will go a little bit behind this little ridge. Moschusochsen, Schwanzhaare wahrscheinlich. Even the future. I can get out of your way.
Und wenn das ein schöner Aufschluss wäre, würden wir dann auf diesen Flächen so was Ähnliches finden wie das, Lineare, die uns dann auch zumindest erstmal auch die Bewegungsrichtung, Orientierung der Bewegung angeben. In duktilen Bereichen gibt es dann auch so kleine Hinweise, was für einen Sinn diese Bewegung hat. Also so kleine rotierte Klasten, die da drin sind, mit so kleinen Auszellungsschwänzen. Pieria here, and probably the prolongation of Pieria at Spitzbergen, which would be situated somewhere here. So it was not behind Pieria, Spitzbergen, but it was probably one line, and both docked against North Greenland and Ellesmere Island. And afterwards there was a long time period of quietness, of tectonic quietness, and this is this important time where the Sverdrup Basin was generated, the Wandelsee Basin on North Greenland was generated. These are sedimentary basins which contain oil and gas, and we know that we get a lot of gas in Germany from southern Barents Shelf. Most of this geology we are doing, it's quite boring for the public. Yeah, if we would find Tyrannosaurus Rex, that would be great news, but we do not. Yeah. Kaum vorstellbar, dass es hier vor 350 Millionen Jahren mal ein Meer mit tropischen Temperaturen gegeben haben soll. Guck mal, da sind ja richtig Kristalle drauf. Okay, den nehme ich mit. Großartig. Großartig. Gut 2 Tonnen Gesteinsproben werden nach der Expedition in Laboren analysiert. Die Entfernungen sind weiter, als sie wirken. Etliche Kilometer und Höhenmeter legen die Arktisforscher täglich zu Fuß zurück. Probenzeit. Die Geologin Nicola Koglin ist erst seit 6 Wochen bei der BGR beschäftigt und sammelt akribisch Gesteinsproben. Ja, die werden wir ins Labor schaffen. Im Labor werden dort Dünnschliffe hergestellt. Das heißt, wir gucken uns die Gesteine im Mikroskop an. Das heißt, sie sind so dünn, dass man dann irgendwann durchgucken kann. Man kann da mit Licht arbeiten, das Licht durchschicken und man kann die einzelnen Minerale erkennen, wenn es grobkörnig genug ist. Und dann gucken wir uns die Sachen an, dann können wir da schon mal identifizieren, was das für Gesteine sind. Im Wesentlichen geht es dann eigentlich darum, was ist es für ein Material, wo kommt es her, wie hat es sich gebildet. Und dann wird das Ganze in den Zusammenhang mitgebracht, wie sich hier diese ganze geodynamische Entwicklung vollzogen hat. Also Pieria, Franklinian Basin, Ellesmere Island, Nordkanada. Die richtigen Proben? Bitte? Aber auch die richtigen Proben? Ich vermute schon, ja. Also je weiter man hochkommt, umso mehr sieht man, wie Rhyolith und so ein bisschen Mikrogabbro zunehmen. Das heißt, da oben ist eigentlich alles nur noch mit Rhyolith zugeschüttet. Und man hat noch einen kleinen Teil von Mikrogabbro. Da habe ich jetzt von jedem eine Probe mitgenommen für unsere Fernerkundler. Und dann gucken wir mal, was sie damit machen. Ich glaube, da werden sie sich freuen. Plötzlich drängt die Zeit. Um das Camp soll sich eine dichte Nebelwand ausbreiten. Das war knapp. Heute und morgen sollten eigentlich die Kolleginnen und Kollegen des Stenkhule-Fjord Satellitencamps via Twin Otter anreisen. Bei diesem Wetter unmöglich. Jetzt heißt es Kräfte sammeln, abwarten und Tee trinken. Ein bisschen Gemütlichkeit. Das Wetter ist sehr wechselhaft. Noch vor ein paar Tagen war die Landschaft mit Schnee bedeckt, gestern strahlender Sonnenschein und heute Nebel.
Jetzt im Sommer kann es bis zu 15 Grad Celsius warm werden, im Winter hingegen bis zu 50 Grad minus. Jeden Abend, Punkt 19 Uhr, müssen alle Forschungscamps nacheinander ein Lebenszeichen an die Koordinierungsstelle in Resolute funken. Is the generator out? Yeah. Is there a generator on? Sorry, is there a generator on? Yes. Yeah. I hear it. It's Thank you. Thanks. Good evening, Freak with you. Yelverton Inlet. Good evening, it's 26, 26 Resolute. this is Yelverton Inlet. Good evening. And good evening, Yelverton. We do have you there. However, you are a little weak. If all okay in negative traffic, could I get a series of Rogers, please? Roger. And Carson, we copy a bunch of Alles okay. Zeit fürs Abendessen. Schon früh ist Carsten Piepion mit Christian Brandes von der Universität Hannover unterwegs zum Schutz Wildlife Monitor Nicola Boll. Gemeinsam wollen sie 40 Kilometer südöstlich der Basis die Gesteine inspizieren. Sein Professor riet ihm, seine Promotion in Spitzbergen zu verfassen, wo er seine Liebe zur Arktis entdeckte. Seitdem verbringt Carsten Piepion sogar seine Sommer lieber hier im Norden, ein paar Startproblemen zum Trotz. Ja, das erste war eigentlich dieser Polartag, dass es nachts nicht dunkel wird. Das war also das erste Mal. Da war ich also völlig durcheinander und konfus, konnte die Zeit nicht mehr richtig abschätzen. Und es ist dann einfach diese Landschaft, diese unbewachsene oder größtenteils unbewachsene Landschaft, die erstmal auf den ersten Blick tot aussieht. Aber wir haben ja auch schon gesehen, wie es leuchten kann bei uns im Camp. Die ganzen fast flächendeckt von Blumen bedeckt. Das hier am 82. Breitengrad. Auch Nicola Boll teilt die Begeisterung für die Natur und untersucht aufmerksam das Gelände. Ihre Verantwortung ist es, Konflikte mit wilden Tieren zu vermeiden. Hier haben wir eine Moschusochsenspur. Die ist auch relativ frisch. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Ausschau halten, dass die Tiere uns nicht überraschen. Pflanzen müssen hier sehr zäh sein. Das sind 2 Weidenbäume, die sicherlich schon weit über 50, 60 Jahre alt sind. Und zwar gibt es da männliche und weibliche Pflanzen. Das kann man gut erkennen an diesen kleinen Puscheln hier. Hier sind die männlichen Pflanzen mit den Pollen. Und dieses sind weibliche Pflanzen, die haben hier schon Früchte angesetzt, die dann in den nächsten Tagen aufplatzen und so weiße Baumwolle von sich geben. Hier sieht man das schon. Bei jeder Expedition gibt es etwas Neues zu entdecken. Die Pflanzenwelt und die überall aus dem Boden ragenden Millionen Jahre alten Gesteinsschichten sind einzigartig.
Also hier sieht man schön die Beziehung zwischen der Schichtung und der Schieferung. Das heißt, wir sehen das ist die Schichtung und das müsste die Schieferung sein. Fällt flacher ein. Genau. Und wenn die Schichtung steiler einfällt als die Schieferung, dann sind wir im überkippten Teil einer Faltenstruktur. Genau. Wir haben dann eine Vergenz der Faltenstruktur in diese Richtung und hinter uns im Berg läuft eine Überschiebung lang und das deutet an, dass die Transportrichtung dieser Überschiebung in diese Richtung geht. In die Richtung nach Südosten. Das ist doch schon mal was. Wir Strukturgeologen, wir nehmen nicht besonders viele Proben mit. Uns geht es eigentlich darum, jetzt die Elemente, die wir sehen können, die Verformung zu messen. Und das machen wir mit einem Geologenkompass. Wir notieren uns diese Werte. Das Einfallen zum Beispiel von einer Schicht, die nicht mehr horizontal liegt, sondern die verfaltet ist. Dann werden die Schichten auf beiden Seiten dieses Sattels oder dieser Falte gemessen. Das kann man mit dem Geologenkompass machen. Und das sind praktisch die Werte, die wir mitbringen nach Hause, die wir dann später im Computer statistisch auswerten, damit wir dann mit den vielen, vielen Messungen, die wir machen, ein Gesamtbild davon kriegen, aus welcher Richtung ist jetzt der Druck gekommen, der zu dieser Verformung beispielsweise geführt hat. Es könnte in diese Richtung gehen, das wäre eine Abschiebung. Es könnte auch in diese Richtung gehen, dann wäre es eine Aufschiebung. Abschiebung würde für Dehnung sprechen, eine Aufschiebung würde für Einengung sprechen. Und dann gibt es hier aber diesen Harnischen, das ist das Schöne dran, gibt es immer so kleine Abrisskanten. Und diese Abrisskanten geben uns den Bewegungssinn an. Man kann es fast schon mit dem Finger fühlen, wenn man hier runter geht, man hakt fest. Also man kommt hier einfach nicht gut weiter. Wenn man in diese Richtung geht, gleitet aber der Finger ohne Probleme hier rauf. Und das heißt, dass wir in diesem Fall eine Aufschiebung haben. Das heißt, das Paket, was hier weggewittert ist, was hier mal gewesen ist, das hat sich an dieser Fläche in diese Richtung verschoben. Diese Harnische sind eigentlich die schönsten oder die besten Nachweise, um Bewegungsrichtungen von kontinentalen Platten oder auch kleinen Bereichen wie hier rekonstruieren zu können. Am Horizont hat Nicola Boll einen einsamen Moschusochsen entdeckt, der langsam im großen Bogen an den Wissenschaftlern vorbeizieht. Auch der Job des Piloten Robert Felici kann zwischen den Flügen sehr einsam sein. Read a book, take a nap, walk around, go hiking a little bit, anything to kind of keep busy, stay warm. Yeah, sometimes it's boring, but it's the life of a pilot. Just waiting around a lot. Doch wenn er dann gebraucht wird, ist er voll da und sein Job gar nicht mehr so langweilig. Für alle ist es immer wieder eine Belohnung, die erhabenen Berge und die durch sie hindurchschlängelnden Flüsse Ellesmere Islands aus der Luft ansehen zu können. Und gute Nachrichten gibt es auch. Das Satellitencamp ist gerade wohlbehalten eingetroffen. Okay, let's go. He's waiting. Der ist nicht rasiert. Werner, mein Lieber. Werner, so lange nicht gesehen. Lange. Ich habe dich so vermisst beim Rauchen. Schön, dass ihr hier seid. Super, dass ihr Wir haben es gerade so geschafft. Das war ziemlich knapp. Zurück in der Zivilisation. Naja, fast. Seit Expeditionsbeginn vor 17 Tagen waren BGR-Geologe Lutz Reinhardt mit Werner von Gosen und Martina Dolitzig zusammen zu 9 am 500 Kilometer entfernten Stenkhule Fjord auf sich allein gestellt. Ein noch deutlich herausfordernderes Arbeitsleben als im Basiscamp. Aber es hat alles gut funktioniert. Good. One is missing. Which one? Florian. Moin, mein Lieber. Willkommen zu Hause. Das Camp wächst und wächst. Morgen soll schon die nächste Gruppe anreisen. Schnell noch die Nacht vorbereiten, bevor Wildlife Monitor Michael Trittin den Inhalt der Survival Bags erklärt. Da kommt eigentlich noch der Deckel dann drauf. Also hier sind dann Süßigkeiten und
Teebeutel drin. Da gibt es dann 2 Tassen, da kann man sich dann schön zu zweit gemütlich ins Zelt setzen. Ja, das Konzept ist genau das, wenn man jetzt im Notfall da sitzt, ja, dann hat man eine angespannte Lage. Und wenn man jetzt wartet, bis der Erste das Essen hat, und dann darf der Zweite sich mit Hopfen kochen mit dem Essen, das ist keine schöne Sache. So können beide Leute sich eine Tasse heißen Tee machen, der ist ein Thermosbecher, der bleibt auch heiß. Dann können die beiden Leute sich gleichzeitig ihr Essen zubereiten, gemeinsam den Tee trinken und gemeinsam essen. Das ist schon mal eine andere Situation. Das Arbeiten am Rande der Welt muss einem im Blut liegen. Signalspiegel? Ist einerseits eine große Herausforderung, unter diesen zum Teil schwierigen Bedingungen zu arbeiten und zu leben auch. Auf der anderen Seite ist es doch auch ja, das Unbekannte hier ein bisschen mit zu erforschen. Wir sind hier am Ende der Welt und an Orten, an die sonst niemand kommt. Und das ist schon ein bisschen Würze im Salz der Arbeitssuppe sozusagen. Ich weiß nicht, ob hier in diesem Aufschluss jemals schon ein Mensch gewesen ist. Das muss man sich auch mal vorstellen. This is the furthest north I've ever been and it's been a dream come true. In der Arktis ist es nun mal kalt, das muss man in Kauf nehmen. I'm so cold, I'm like this. Man ist einfach hier und versucht, das Beste aus dieser Zeit zu machen. Das macht Spaß. Da geht keine Luft mehr raus. Nee, sollte nicht, also wenn es in der Richtung. Wenn der Wind halt so kommt, dann stellt sich halt wieder raus. Ich glaube, wir haben eine ganz spannende Aufgabe als Geowissenschaftler. Erstens sitzt man als Geowissenschaftler nicht nur am Schreibtisch, also wir sind auch viel in der Natur. Es ist halt wirklich unsere Arbeit, unsere Kernarbeit im Gelände. Geologie spielt im Gelände sich ab und wenn wir die Geologie verstehen wollen, dann müssen wir ins Gelände gehen. Ich bin Geologe geworden, weil mich das schon von frühester Jugend an fasziniert hat. Aber auch die Arbeit hinter im Labor wird natürlich mit großem Enthusiasmus gemacht, weil man wissen will, was habe ich denn eigentlich im Gelände gefunden und wie sieht das Ganze jetzt im Dünnschliff aus, was ist jetzt hier in der Analytik. Das Arbeiten und Dinge, die man sonst gerne tut, miteinander verbinden zu können, ist eigentlich eine Kombination, die besser nicht sein könnte. A quick overview, Yelverton City. Kitchen tent will be closed at some point. Please don't open that one. The tents. Bei klarem Himmel reiste heute mit BGR-Fachbereichsleiter Christoph Gedicke eine neue Wissenschaftlergruppe aus Resolute an. The helicopter operations are one of the really dangerous aspects of our work out here. So really, when Robert is giving the briefing at the helicopter, really listen carefully. Im Basiscamp sind nun 30 Menschen. Come and join our tent. Und jeder ist Profi auf seinem Gebiet. Yelverton City, ein kleines Forscherdorf, in dem jeder mit anpackt, damit es funktioniert. Noch für weitere 6 Wochen. Und? Wie war der Tag? Fantastisch. Super Geologie, wie ein offenes Lehrbuch. Schönes Wetter, sicherer Flug. Is there anything we gotta bring? Hier ein bisschen Kohle.
Ja, bin ich mal gespannt heute. Der letzte hat mir eigentlich besser gefallen. Hier sind Wissenschaftler aus 7 Nationen, die eng zusammenarbeiten, fokussiert auf das Thema arbeiten und die, glaube ich, einen sehr, sehr guten Draht zueinander entwickelt haben und eine hervorragende Grundlage, um gute Ergebnisse zu erzielen. Als Abteilungsleiter freue ich mich natürlich, wenn ich hier sehe, wie engagiert die Wissenschaftler hier unterwegs sind, wie motiviert, wie fasziniert auch die Wissenschaftler hier draußen noch nach vielen Jahren sind. Und natürlich ist es auch ganz wichtig für uns, erstens, wenn am Ende der Expedition alle gesund wieder zu Hause in Hannover ankommen. Und zweitens, wenn dann die Proben ankommen. Und drittens, wenn dann die Proben ausgewertet und die Berichte, die internationalen Reports geschrieben sind. Und wenn das in der wissenschaftlichen Community und auch in der Politik Anerkennung findet, da sind wir besonders stolz drauf. It's so interesting, and what a great camp and good collaboration between the scientists. Okay, everyone, come together. Good. Now everyone make sure you can see the limbs, right? Ready? I'm going to take a few. Meistens bleiben die Mitglieder, die jetzt auf diesen Expeditionen teilnehmen, wir bleiben alle irgendwie in einer Art und Weise in Kontakt. Wir treffen uns auf den nächsten Konferenzen und das geht über Kontinente hinweg und das ist einfach großartig. Schön! Und da auf dieser Expedition Beweise für die bisher umstrittene Existenz des Urmeers gefunden wurden, wird es sicher ein Wiedersehen in der liebgewonnenen Arktis geben.